Hallo, ich bin der Ivan, bin 37 Jahre alt, komme aus Soest und stelle euch hiermit meinen Lader vor. Also es ist ein Lada 2103 vom Baujahr 81 mit einer 1.5er Maschine drin, 75 PS, mit einem Airride und BBS-RM-Räder drauf. Sonst komplett das meiste Original. Wie man nach meinem Akzent hört, komme ich ehemalig aus Kasachstan und ich wollte schon immer, einen Lada wollte ich schon immer haben. Ist halt so ein bisschen Nostalgie, ne? Spielt da mit drin. Ein 2102 fand ich ganz geil, ein 2105. Ich habe riesen Glück gehabt, dass ich den Wagen halt günstig bekommen habe, in einem sehr guten Zustand. Ja, Kumpel musste halt 3 Tage daran schleifen und polieren, damit er vom Lack her wieder richtig top dasteht. Ansonsten ist er von der Substanz her ziemlich gut. Also ich muss sagen, vor 8 Jahren habe ich ein YouTube-Video gesehen mit einem blauen 2103 aus Ukraine. Der war ein bisschen tiefer, hatte auch die BBS-RM drauf und da habe ich mich direkt verliebt. Und da habe ich mir gedacht, irgendwann mal baue ich mir so ein Ding. Und es war nicht geplant. Auf jeden Fall habe ich mal ein paar Fahrzeuge beobachtet. Und dann stand der halt ziemlich günstig im Netz und da bin ich hin, habe mir den Wagen angeguckt und habe den mir direkt gekauft, weil von der Substanz her hat alles gepasst, hat mir alles gefallen, war ich direkt verknallt und habe das Ding sofort wieder mitgenommen. Zum Umbau muss ich sagen, die Felgen hatte ich schon vor dem Fahrzeug, habe ich mir im schlechten Zustand gekauft. Hatte ich in der Halle liegen. Den Schaltknopf habe ich schon vor dem Fahrzeug gehabt. Als ich das Glück hatte ich noch, dass der Verkäufer, der mir den Wagen verkauft hatte, dass er noch ein paar Teile liegen hatte und er das Lenkrad noch vom Urmodell hatte, vom 2101. Das habe ich ihm auch direkt abgeluchst. Ja, als das Fahrzeug dann da stand, war dann die Überlegung, ob ich jetzt ein Airride verbaue oder halt ein normales Fahrwerk. Und da ich den Preis von dem Airride-Fahrwerk im Netz gesehen habe und das war mir für mich ziemlich günstig, habe ich direkt zugeschlagen. Also das Fahrwerk habe ich aus Moskau von Back Baggett geordert, von dem Alexander. War ziemlich netter Typ. Alles reibungslos abgelaufen. Die Felgen waren schon in der Zwischenzeit beim Verdichten. Dann andere Außenbetten geholt. Die Felgen umgebaut auf 7,5 x 15. Sind mit Versatzschrauben. Das Fahrwerk einbauen war nicht so einfach. Das hat sich über 2 bis 3 Tage gezogen. Da hätte ich ein paar Geld schneller fertig gehabt. Ja, und sonst das Lenkrad habe ich eingebaut, dann halt noch einen Schaltknopf, eine Anlage habe ich verbaut. Ist jetzt nicht alles tico-taco und perfekt eingebaut. Für mich musste, also die Anlage, das musste für mich einfach nur funktionieren. Das Fahrwerk auch. Ich habe mein Bestes gegeben, sagen wir es mal so. Er ist jetzt auch nicht im allerbesten Zustand, der komplette Wagen. Aber das wird alles nochmal komplett zerlegt und alles nochmal neu gemacht.
Also ich sag mal so, das Fahren damit, nur auf Landstraße, gefällt mir unheimlich. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt, sagen wir mal, dein halbes Leben lang auf eine dicke S-Klasse gespart hast und damit eine Runde fährst und dich dabei so geil fühlst, so fühle ich mich in dem Lader. Ne? Also wenn ich da einsteige und losfahre, ist für mich komplett alles aus. Da bin nur ich und das Auto und ich habe Spaß dran und schön über die Landstraße cruisen. Ist jetzt kein Autobahnrenner, ist jetzt kein Rennsemmel. Ist halt Entspannung pur für mich. Den Schaltknauf, meine Cousine hat sich ein Haus gebaut und da habe ich mitgeholfen beim Umzug. Dann sind wir in den Keller runter und da habe ich in der Kiste den Schaltknauf gesehen und meinte, boah, was ist das denn für ein geiles Ding? Da sagte der Mann von meiner Cousine, findest du das gut? Ich sage, ja. Ja, schenke ich dir. Habe ich das Ding mitgenommen, habe zu Hause in eine Vitrine reingelegt und habe mir gedacht, irgendwann mal kommt das Auto und dann kommt der Schaltknauf auf jeden Fall rein. Das heißt, also der Schaltknauf hat so ein bisschen auch so Tradition, weil so in Russland und in Kasachstan hatten viele halt die Dinger verbaut in verschiedenen Variationen und fanden alle total geil und es ist halt so ein bisschen oldschool, was mich begeistert hat, deswegen habe ich mir sowas auch zugelegt halt und das eingebaut. Ja, die Klorolle, die hinten drin ist, die habe ich vom sehr guten Kumpel von mir, Matze, bekommen, weil der fährt auch einen 1er Golf und seine Oma hat ihm mal eins gestrickt. Dann hat er gesagt, hier, mach mal für Ivan auch fertig. Habe ich von ihm vor einem Monat geschenkt bekommen. Ist zwar jetzt nicht so typisch Lada, ist eher so Golfthema, aber fand ich ganz cool und habe jetzt das Ding drin und mir gefällt's. Also ganz großes Dankeschön geht an meine Frau, ne, dass sie das alles mitmacht. Großes Danke an meine Jungs, WhatsApp-Gruppe CD Industries, für die Hilfe, für die Hilfsbereitschaft in jeglicher Form. Und danke an die ganze Community aus Russland, an Sergej, an Alexander, an Saur, mit einigen bei Instagram geschrieben und die mir auch geholfen haben. Gab an Vladi, der mir Teile auch besorgt hat von Russland und rüber geschickt hat. Da danke ich ganz herzlich. Also ganz großes, also riesen Dankeschön geht an meine Frau, dass sie das alles mitmacht. Ne? Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da oder einen Kommentar. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so ähnliches, schreibt das gerne drunter. Ich werde mir das durchlesen. Lasst gerne ein Abo da. Macht's gut.